Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch im 21. Jahrhundert haben religiöse Unterschiede das Potenzial, gewalttätige Konflikte auszulösen. Wir sehen das zum Beispiel im Nahen Osten, aber auch im Westen. Blicken wir nur nach Nordirland oder in die Metropolen Berlin oder Paris. Mein heutiger Gast erforscht, wie solche Konflikte mit der Religion beigelegt werden können. Ich heiße heute herzlich willkommen Herrn Prof. Dr. Georges Thamer. Er ist bei uns Lehrstuhlinhaber an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie und leitet neuerdings als Direktor das Bayerische Forschungszentrum für interreligiöse Diskurse hier an unserer FAU. Herzlich willkommen, Georges. Wie geht es dir? Danke, mir geht's gut. Viel zu tun, aber zum Teil eigene Schuld. Es ist immer gut, wenn man viel zu tun hat. Das heißt, die Ideen gehen einem nicht aus, die Forschungsfragen, die entwickeln sich weiter. Ich habe gerade schon den Nordirland-Konflikt angesprochen. Was würdest du denn den Kontrahenten in Nordirland raten, um ihre religiösen Differenzen beizulegen? Oh ja, ohne ein Nordirland-Experte zu sein und in dem Wissen, dass es kaum möglich ist, verschiedene Konflikte miteinander angemessen zu vergleichen, denke ich, dass der angesprochene Konflikt inzwischen vor allem ein politischer Konflikt ist, dass es um Macht und auch um das Recht haben bzw. Recht behalten geht. Und wir wissen ja, wie problematisch das sein kann, auch innerhalb der Familie. Eine Ursache derartiger Konflikte ist, wie so oft bei ähnlichen Gesamtgemengelagen, eine tatsächliche oder von manchen so empfundene Benachteiligung einer Minderheit zu einer gewissen Zeit. Der Weg zu einem fairen Miteinander auf Augenhöhe, und das ist ja die Grundvoraussetzung für eine Befriedung der Konfliktparteien, die in sich auch nicht homogen sind, ist schwierig, aber durchaus machbar, wenn der echte Wille, übrigens in diesem Kontext christlich motiviert, dazu vorhanden ist. Ein erster Schritt kann meines Erachtens darin bestehen, dass die Betroffenen miteinander im Gespräch bleiben oder ins Gespräch kommen. Und das gilt nicht nur für die politische Ebene, sondern auch vor allem für die Leute auf der Straße, für die Nachbarn und Kollegen. Die Religion und damit auch die Diskurse zwischen den Gläubigen kann hier insofern helfen, als dass vor allem in diesem Fall im Christentum die Nächstenliebe von zentraler Bedeutung ist. Also Nächstenliebe und die Bekämpfung des Nächsten, das passt einfach nicht zusammen. Die wissenschaftliche Erhellung der religiösen oder konfessionellen Unterschiede kann dazu beitragen, dass sie ihre Sprengkraft verlieren und ihre politischen Auswirkungen langsam überwunden werden. Ich hoffe, ich habe die Frage angemessen nützlich beantwortet. Ja, du hast ja auch darauf hingewiesen, dass der Konflikt oder die Konflikte, die wir auch eingangs angesprochen haben, nicht nur religiös begründbar sind, sondern dass die auch eine politische Diskussion, eine politische Komponente haben. Und die Diskussion, die wird dann nicht nur politisch geführt, sondern auch der Austausch der Gläubigen ist dafür sehr, sehr, sehr wichtig. Das Thema Nächstenliebe hast du genannt. Hast du da noch weitere Beispiele, inwieweit der Austausch der Gläubigen helfen kann? Naja, kein Konflikt, sei es ethnischer, politischer, religiöser oder ökonomischer Prägung, hat nur eine Ursache. Hinter jedem solcher Konflikte steht ja eine komplexe Konstellation von Ursachen und historischen Entwicklungen. Hier betone ich wirklich die Bedeutung der Geschichte, des kollektiven Gedächtnisses bei jeder der Konfliktparteien. Der Mensch, alles Menschliche, ist nicht einfach, sondern komplex, ja sogar sehr komplex.
Deshalb bedarf es all unserer Wissenschaften, bedarf es übrigens auch der Universität, um die verschiedenen Seiten und Schichten der menschlichen Existenz überhaupt verstehen und Lösungen für damit zusammenhängende Probleme zu suchen. Konflikte jeglicher Art gehören zu dieser komplexen menschlichen Realität. Und natürlich kann hier der Austausch zwischen Gläubigen, zwischen aufgeschlossenen Gläubigen helfen. Es gibt inzwischen Studien, die belegen, dass Menschen, die eine enge oder exklusivistische Religionsauffassung vertreten, gewaltbereiter sind als Menschen aufgeschlossenen Glaubens. Auch Studien zur religiösen Toleranz zeigen, dass Toleranz gegen Andersgläubige die Grundlage für jede andere Art von Toleranz gegen Andersgesinnte bildet. Also wenn es hier klappt, dann klappt es überall anders. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, die hohe Komplexität. Und die hohe Komplexität des Themas erfordert natürlich auch, dass man die Expertise aus den unterschiedlichen Richtungen auch berücksichtigen kann, wenn man sich wissenschaftlich mit den Themen auseinandersetzt. Vor kurzem haben wir an der FAU unter deiner Leitung ja ein Zentrum ins Leben gerufen, das sich schwerpunktmäßig genau mit diesen Fragen auch auf interdisziplinärer Basis beschäftigt, nämlich unser Bayerisches Forschungszentrum für interreligiöse Diskurse. Kannst du kurz mal skizzieren, was wir an der FAU dort genau erforschen? Wir erforschen im Bayerischen Forschungszentrum für interreligiöse Diskurse, in welchen Punkten sich Judentum, Christentum und Islam ähneln und in welchen sie sich voneinander unterscheiden. Und wir tun dies, indem wir die sie verbindenden interreligiösen Verflechtungen untersuchen. Unsere Aufgabe ist es, die tiefen Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen diesen Religionen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland, in Europa und in dem benachbarten Nahen Osten wichtig sind, aufzudecken und zu erklären. Und die durch solide Grundlagenforschung gewonnenen Erkenntnisse vermitteln wir der Öffentlichkeit in passenden Formaten, die geeignete Zielgruppen adressieren. Das kann ein Video für Jugendliche, ein Podcast für Studierende, ein Fachaufsatz oder ein Buch für Forschende oder ein wissenschaftlicher Vortrag für die interessierte Öffentlichkeit sein, nicht nur in Erlangen übrigens. Durch die Verbindung von Grundlagenforschung und Wissenstransfer wollen wir nachhaltig die gegenseitige Verständigung und Annäherung von Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit voranbringen, die gegenseitige Anerkennung des religiös anderen durchsetzen und damit dazu beitragen, dass die Geltungspluralität, und die wiederhole ich, also die Geltungspluralität in einer pluralen, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft als Normalität erlebt und respektiert wird. Also ich finde es faszinierend, dass ihr auch hier den Innovationsbegriff auch anders interpretiert und auch für eure Arbeiten entsprechend nutzen könnt. Denn das, was mit dem Forschungszentrum gemacht wird, ist ja auch eine Innovation, dass man den Brückenschlag von der Grundlagenforschung hin in die Gesellschaft, aber auch in die Politik hinbekommt und hier einen wichtigen Beitrag auch als Universität leistet. Du hast die 3 Religionen angesprochen, Judentum, Christentum und Islam. Kannst du noch ein paar Beispiele nennen, welche Traditionen und Vorstellungen es eigentlich sind, die diese 3 Religionen verbinden oder sie auch fundamental trennen? Oh ja. Wie viel Zeit haben wir fürs Gespräch? Wenn du 1, 2 Beispiele nennen könntest, das würde für den Anfang genügen, lieber Kollege. Ja, die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten, denn alle 3 Religionen teilen miteinander zwar die Grundzüge des monotheistischen Glaubens an einen persönlichen Gott, der die Welt geschaffen hat, mit dem Menschen
als Gipfel oder Krone der Schöpfung kommuniziert. Das Gottesbild, das Menschenbild, wie sich Gott und Mensch zueinander verhalten, wie das Leben des Individuums in der Gesellschaft gestaltet werden soll, die Sicht auf die Wissenschaft übrigens, die Beziehung von Glauben und Wissen, die menschliche Freiheit, was darf ich alles tun? Die menschliche Freiheit in Bezug auf den Willen Gottes, das Schicksal des Menschen nach dem Tod und so weiter. All das sind große Bereiche des religiösen Denkens, zu denen Judentum, Christentum und Islam unterschiedliche Entwürfe anbieten. Dabei muss eigentlich besonders beachtet werden, dass diese drei Religionen keine monolithischen Blöcke sind. Jede von ihnen ist heterogen, vielfältig. Unter anderem liegt in ihrer immensen Vielfalt der Reiz, ihre Diskurse wissenschaftlich zu untersuchen. Und wir sind dabei, wir sind noch am Anfang. Sehr spannend, vielleicht nochmal, um ein bisschen konkreter noch zu werden, was eure Arbeit in dem Forschungszentrum angeht. Ihr geht ja auch in die Gemeinden und ihr initiiert Diskurse, die du ja eben schon angedeutet hast, zwischen Gläubigen verschiedener Religionen. Wie kann ich mir das konkret auf Arbeitsebene vorstellen? Wie läuft sowas ab? Nehmen wir das geplante lange Wochenende der Wissenschaften im Oktober. Das ist eine innovative Idee, finde ich. Und da wir ein innovatives Forschungszentrum sind, beteiligen wir uns an diesem Wochenende. Unsere Idee ist es, ohne an dieser Stelle zu viel verraten zu wollen, beispielsweise anhand eines von uns produzierten Videos zu Inhalten, die wir davor durch solide Grundlagenforschung erzielt haben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das können Gläubige verschiedener Religionen sein, es können aber Menschen ohne Religion sein. Und mehr noch, wir initiieren derartige Gespräche, die dann im Idealfall die Interessierten untereinander fortsetzen. Also im Sinne des gelebten, fortgeführten Diskurses. Nicht nur mit uns, sondern auch danach. An Formaten, wie solch ein möglichst heterogenes Miteinander zustande kommen kann, arbeiten wir momentan. Es gibt auch ein Forschungsprojekt, das wir nach Berlin geschickt haben, in der Hoffnung auf Erfolg. Der Ort des Zusammenkommens ist meiner Meinung nach sekundär. Wesentlich ist der Austausch zwischen Forschenden und Gesellschaft, ebenso wie zwischen Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Religionen oder Menschen ohne Religion. Und die Corona-Krise hat uns hier ein wenig geholfen. Wir bewegen uns inzwischen weitläufig im virtuellen Raum und können damit Menschen erreichen, die nicht unbedingt in der Region sind. Das bewundere ich auch sehr an eurer Arbeit, wie stark ihr auch in den sozialen Medien unterwegs seid, wie spür- und sichtbar ihr auch seid unter Verwendung der neuen Medien. Du hast aber noch einen ganz wichtigen Punkt eben angesprochen. Wir haben heute in Deutschland knapp 40% konfessionslose Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist also kein unwesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Wie wird diese Gruppe denn in den Diskursen vertreten, die ihr führt? Und wie seid ihr auch für diese Gruppen oder für die Gruppe der konfessionslosen Deutschen ein interessanter Gesprächspartner und Forschungspartner? Ja, konfessionslos bedeutet nicht zwingend areligiös, religionslos oder ohne Glauben. Ich habe mich sehr oft mit Menschen unterhalten, die mir gesagt haben, dass sie aus der Kirche ausgetreten sind. Und auf meine Frage hin, ob sie immer noch an Gott glauben, ob Jesus Christus für sie etwas bedeutet, haben sie dies immer bejaht. Also man verlässt eine Kirche aus bestimmten Gründen. Es kann schließlich aus der Sicht des Einzelnen durchaus gute Gründe geben, weshalb sich jemand
aus einer institutionellen Gemeinschaft verabschiedet, aber dennoch weiterhin großes Interesse am Religiösen hat. Inzwischen gibt es große Gemeinden aus dem Bereich der Freikirchen. Aber auch global gesehen sieht die Lage mit Blick auf die Zahl der Gläubigen völlig anders aus als aus einer rein deutschen Perspektive. Da stellt die UNO fest, dass die Zahl der Gläubigen, der Menschen, die sich zu einer Religion oder zu einer Glaubensrichtung bekennen, in der Tat angestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Die These, die eine Zeit lang immer wieder zu hören war, in einer zunehmend säkularen Gesellschaft verliere Religion ihre Bedeutung, stimmt einfach nicht. Was ich durchaus sehe, ist, dass das Sprechen über Nicht-Religion oder Unglauben für einen beträchtlichen Anteil der Menschen hierzulande offenbar schwieriger geworden ist. Nehmen wir als Beispiel die Diskussion um die Eugenik. Ja, wie weit darf man gehen hier? Und die Religion spielt hier eine große Rolle. Auch ethische Werte, die religiös begründet sind, spielen hier eine zentrale Rolle. Also dieser Sprachlosigkeit, dem Glauben der Religion gegenüber, versuchen wir mit unserer Forschungsarbeit zu begegnen. Und was unsere Zielgruppen anbelangt, das verbindende Element ist das Interesse an Diskursen, an interreligiösen Diskursen, die aber auch Leute einbeziehen, die die konfessionslos sind, die nicht unbedingt Mitglieder einer Religionsgemeinschaft sind. Mhm. Spannende Einblicke in deine Forschungsarbeiten, lieber Georges, lieber Kollege Thamer. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und für den Antrag in Berlin halte ich dir natürlich ganz fest die Daumen. Tschüss. Danke sehr. Wiederschauen. Auf Wiedersehen.